Hi, ich bin Alex von meinbafög.de und in diesem Video erkläre ich dir alles zum Thema BAföG-Rechner, also bleib dran und viel Spaß bei dem Video. Es ist so, die wirklich 100% genaue Berechnung der Förderung ist ziemlich komplex. Und wenn ich sage komplex, dann meine ich auch wirklich komplex. Zudem gibt es Faktoren, welche für die Höhe der Förderung relevant sind, sich aber nicht einfach durch einen Betrag, also das Abfragen einer Zahl oder eine einfache Ja-Nein-Frage in einem solchen Rechner und letztendlich in einer Software ausdrücken lassen. Gibt es unterschiedliche BAföG-Rechner? Es gibt Rechner, die nur die Höhe deiner maximalen Förderung berechnen, und es gibt Rechner, die auch die tatsächliche Förderungshöhe ermitteln. Also dabei auch die Anrechnungsbeträge wie dein Einkommen und dein Vermögen oder das Einkommen deiner Eltern mit einbeziehen. Je genauer das Ergebnis des Rechners sein soll, desto mehr muss natürlich abgefragt werden. Willst du nur wissen, was du maximal an BAföG bekommen könntest, reicht ein einfaches Tool, das nur die Art der Ausbildung, also zum Beispiel Abitur oder Studium, die Wohnungssituation und die Krankenversicherung von dir abfragt. Willst du hingegen genau wissen, was du am Ende rausbekommst, müssen mindestens auch deine Einkommensdaten, dein Vermögen und die Einkommensdaten deiner Eltern und eventuell deines Ehe- oder Lebenspartners abgefragt werden. Du merkst also, das ist dann schon ganz schön viel, was abgefragt wird, und entweder wird alles abgefragt oder gar nichts. Denn nur dein Einkommen oder dein Vermögen abzufragen, ohne das Einkommen deiner Eltern zu berücksichtigen, macht in der Regel keinen Sinn, weil das Einkommen deiner Eltern die Förderungshöhe eben enorm beeinträchtigen kann. Nur wenn du elternunabhängiges BAföG beantragen möchtest oder deine Eltern kein Einkommen haben bzw. hatten, würde das Einkommen deiner Eltern unberücksichtigt bleiben und könnte damit auch ohne Probleme gar nicht erst abgefragt werden. Gibt es ein staatliches BAföG-Berechnungstool? Vom Staat gibt es, Stand heute, leider noch kein Berechnungstool. Dafür einige Berechnungsbeispiele. Das ist etwas schade, weil der Staat ja eigentlich am besten wissen müsste, wie dein BAföG berechnet wird und wie genau sich zum Beispiel eine Gesetzesänderung auf die Berechnung des BAföG auswirkt. Außerdem müssen ja auch die Ämter irgendwie deine Förderung berechnen, denn sie entscheiden ja letztendlich darüber, wie viel BAföG du am Ende bekommst. Aber diese Software und die Berechnungstools sind aktuell für dich als Antragsteller oder Antragstellerin noch nicht zugänglich. Alle im Internet angebotenen Berechnungstools sind also von privaten Anbietern bzw. Unternehmen. Du solltest dir bewusst sein, dass kein Unternehmen, also wirklich kein Unternehmen, ein solches Tool einfach nur aus Barmherzigkeit zur Verfügung stellt. Es geht auch immer darum, ein Produkt zu verkaufen oder eine Dienstleistung anzubieten, was auch nicht verwerflich ist, aber versuche das von dir genutzte Tool immer im Kontext der ganzen Internetseite zu sehen. Wir bieten dir an 2 Stellen in unserer App einen BAföG-Rechner an. Einmal ganz am Anfang. Damit kannst du ausrechnen, ob und wie viel BAföG du maximal bekommen kannst. Dann bieten wir noch einen Live-Rechner an. Das bedeutet, du siehst während des Ausfüllens des Antrags direkt, wie sich deine Förderung verändert und kannst am Ende sehen, wie hoch dein Anspruch auf BAföG tatsächlich ist. Wie funktioniert die Berechnung in einem BAföG-Online-Rechner? Das Ganze funktioniert so. Durch Fragen und Eingabefelder erhalten wir von dir die Informationen, die es nach dem Gesetz braucht, um deine Förderungshöhe zu berechnen, und setzen diese dann in eine ziemlich lange Formel ein, die sich aus dem Gesetz ergibt. Also so wie im Matheunterricht eben. Das Ergebnis dieser Formel ist dann, wie viel BAföG du im Monat oder eben in dem gesamten Bewilligungszeitraum, also meist 12 Monate, bekommst. Was sollte ich bei der Nutzung beachten? Es gibt einige Sachen, die Antragsteller bei der Beantwortung der Fragen in unserer App gerne mal falsch machen und die du unbedingt vermeiden solltest. Punkt 1: Förderungszeitraum. Der Förderungszeitraum, also die Frage, wie lange du BAföG bekommen willst,
ist super wichtig für die Berechnung deiner Förderung. Nicht nur für die Hochrechnung des monatlichen Maximalanspruchs, sondern zum Beispiel auch für die Anrechnung deines Vermögens und deines Einkommens. Du solltest also auf jeden Fall darauf achten, immer den richtigen Zeitraum im Rechner anzugeben. Punkt 2. Einkommen der Eltern und Anzahl der Geschwister. Für die Berechnung deiner Förderung ist das Einkommen deiner Eltern ziemlich wichtig. Man könnte jetzt erst einmal denken, warum soll das Einkommen meiner Eltern so wichtig sein? Es geht hier doch schließlich um mich und mein Studium. Aber das Einkommen deiner Eltern ist für die Antwort auf die Frage, ob und wie viel BAföG du bekommst, wahrscheinlich relevanter als dein eigenes Einkommen. Das liegt unter anderem daran, dass deine Eltern vermutlich mehr verdienen als du während des Studiums. Du solltest deshalb unbedingt darauf achten, das Einkommen deiner Eltern ganz korrekt im Antrag anzugeben. Punkt 3. Angaben zu Geschwistern. Es ist super wichtig anzugeben, ob du Geschwister hast und ob sich diese eventuell auch in einer Ausbildung oder einem Studium befinden. Ist das nämlich der Fall, verringert sich schlagartig der Teil des Einkommens deiner Eltern, der auf deine Förderung angerechnet wird, und das heißt unterm Strich mehr BAföG. Kann ich mich auf die Aussage eines Online-Rechners 100% verlassen? Ein BAföG-Rechner kann dir einen Anhaltspunkt für deine Förderung und finanzielle Planung geben. Am Ende entscheidet aber das BAföG-Amt, wie hoch deine Förderung sein wird. Du solltest daher einfach zügig deinen Antrag beim Amt einreichen, denn nur so kannst du dir den für dich persönlich maximalen Betrag an Förderung sichern. Wir empfehlen grundsätzlich jedem, einen Antrag zu stellen, egal ob der BAföG-Rechner sagt, dass du BAföG bekommst oder nicht. Denn wie gesagt, ein Rechner kann nicht 100% der Berechnung abdecken. Das ist leider so. Und verlieren kannst du beim BAföG schließlich nichts, denn die Hälfte der Förderung ist ja schließlich geschenkt. Also, besuche uns gerne auf meinbafög.de und nutze unsere App zur Antragserstellung. Du findest dort auch den BAföG-Rechner, den du natürlich ganz kostenlos benutzen kannst. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Dort findest du auch hilfreiche Links. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir jetzt erst einmal alles Gute und viel Erfolg bei deinem BAföG-Antrag.